Willkommen zurück zu Teils und Sarah Serie. Nach dem Deutschland im ersten Teil ein Phoenix aus der Asche auferstand, beginnt nun eine neue Ära. Dies ist nicht mehr nur eine Geschichte des Wiederaufbaus, sondern des grundlegenden Aufstiegs. Deutschland definierte seine Rolle in der modernen Welt neu und wollte einen, wie später Forscher es nannten, historischen Sprung nach vorn. Wissenschaftliches Denken, technologische Innovation und präzise Industriemodell verschmolzen zu einer unglaublichen Kraft, die das Land vorantrieb. Als die ersten Züge wiederfuhren und die Fabriken ihren gewohnten Lärm wieder aufnahmen, stand Deutschland vor einer viel größeren Frage. Wie schaffen wir eine nachhaltige Entwicklung? Denn die Erholung von der Krise ist nicht das Endziel. Das Ziel ist es, eine Nation zu werden, die mit den verändernden Volkswirtschaften der Welt mithalten kann. Das zu erreichen, kann sich Deutschland nicht auf den Willen Einzelner verlassen. Es braucht eine Strategie, die weit über das Krisenmanagement hinausging, eine Strategie, die kommenden Jahrzehnte prägen sollte. Wo beginnt eine solche Revolution? In Deutschland begann sie in den Universitäten und Forschungsinstituten. In der Geschichte vieler Nationen spielt Bildung oft nur eine Nebenrolle. Aber für Deutschland war sie die Grundlage für das Überleben. Der akademischen Welt war von Anfang an klar, das Wissen der Schlüssel zur Zukunft ist. Deshalb hat der Wiederaufbau der schwerbeschädigten Universitäten oberst Priorität. Es steht Geschichten, die heute fast wie Legenden klingen. An einer Universität in Westdeutschland zum Beispiel rummten Dutzenden, Studierende gemeinsam die Trümmer weg und sortierten Verstaatbücher aus den Ruinen. Sie ordneten die Bibliothek neu, nach bever das Gebäude selbst vollständig repariert war. In diesem Moment galt die Bibliothek als die Ziel der Universität. Denn in dieser Quelle des Wissens lag die Hoffnung auf die Zukunft. Die Wissenschaftler begnügten sich aber nicht damit, alte Vorlesungen einfach wieder aufzunehmen. Sie begannen, völlig neue, anwendungsorientierte Forschungsprogramme zu entwickeln, und dabei die theoretischen Grundlagen zu vernachlässigen. Deutschland verstand, dass die Welt in eine neue Ära eintrat, in der Technologie und Wissenschaft die treibende Kraft der Entwicklung sein werden. Ein Land, das die Grundlagen des Wissens nicht beherrscht, wird unweigerlich zurückfallen. So entstanden zahlreiche interdisziplinäre Forschungsinstitute. Das war ein mutiger Schritt, denn damals verfolgten viele Länder nach getrennt Forschungsmal. Physik hier, Chemie da, Ingenieurwesen dort. Die Deutschen erkannten jedoch, dass die komplexen Probleme der Zukunft niemals mit einer einzigen Disziplin zu lösen waren. Sie erforderten eine Kombination verschiedener Ideen. Und genau dies Dunkelweis brach Deutschland an. Die Spitze, einige der ersten Forschungsinstitute konzentrierten sich auf neue Werkstoff, wobei jede Stahlprobe und jede Legierung bis ins kleinste Detail analysiert wird. Ender widmeten sich der Energie, und suchten nach Wegen, Maschinen zu optimieren, in einem ressourcenarmen Land Kraftstoff zu sparen. Wieder fokussierten sich auf das Transportwesen, die Automatisierung und später die Halbleitertechnologie. Bemerkenswert war jedoch die Entstehung von Forschungsinstituten, die in enger Kooperation zwischen Universitäten und der Industrie arbeiteten. Ein damals völlig neues Modell, anstatt im Labor zu forschen und dann jahrzehntelang auf ihn Anwendung zu warten, schuf Deutschland einen Mechanismus, der es Wissenschaftlern ermöglicht, Seat mit Ingenieuren zu arbeiten. Ideen flossen direkt aus dem Labor in die Produktion. Dieses Modell der angewandten Forschung ist bis heute ein Markenzeichen deutscher Innovation. Kommen wir zur deutschen Industrie. Wenn man sie aus dieser Zeit mit einem einzigen Wort beschreiben muss, dann war es Precision. Von der kleinsten Werkstatt bis zum größten Konzern folgten all einem ungeschriebenen Gesetz. Minderwertige Produkte wurden nicht akzeptiert. Das war nicht nur eine Regel, sondern eine Frage der Ehre. Die Deutschen waren zutiefst davon überzeugt, dass ein Produkt, das handwerklich, Wort widerspiegeln muss, Sorgfalt, Beständigkeit und beruflicher Stolz, jedes Schraub, jedes Detail, jedes Botil wird nach den nächsten Standards gefertigt. Es gab Fabriken, die nur einen einzigen Beuteltyp herstellten, aber sie investierten all ihr Können, ihr Zeit und ihr gesamtes Engagement darin, dieses ein Botil so perfekt wie möglich zu machen. Und weil jede Fabrik so handelt, entwickelt sich das Gesamtindustriesystem zu einem unglaublich leistungsfähigen Netzwerk, in dem jedes Glied von extra Qualität war. Diese Philosophie ist so tief verankert, dass wir sie als die Handwerkskunst der modernen Industrie bezeichnen. Deutschland stritt nicht wie in der Volkswirtschaften, nach schneller Massenproduktion, sondern nach absoluter Precision, und die Welt begann langsam, das zu bemerken.
Das Great Geheimnis der deutschen Aufstiegslied über nicht einer einzelnen Branch, sondern in der Art und Weise, wie als mitten in der Verknüpft Word, stellen Sie sich das vor. Ein Stahlwerk arbeitet direkt mit einem Materialforschenden zusammen, ihn leichter, aber starker Legierung zu entwickeln. Ein kleines Maschinenbauunternehmen kooperiert mit einer Universität, die Effizienz seiner Maschinen zu verdoppeln. Ein Ingenieurteam arbeitet mit Mathematikern zusammen, komplex Automatisierungen zu simulieren. Bever auch nur ein einzig Maschine gebaut wird. Dies Verbindung zwischen Wissenschaft, Technology und Industrie wird zur Grundlage für Erfindungen, die global Fertigung revolutionieren sollten. Hochpreis Industriemaschinen, fortschrittliche Automatisierungs, innovative Transporttechnologien, langlebiger und leichter Materialien sowie schlank und hocheffizient Fertigungsprozess. Deutschland wird zum Vorbild. Viele Länder schickten ihr besten Studenten im Rahmen internationaler Programm nach Deutschland. Sie luden Deutsch Experten ein, sie beim Aufbau ihrer eigenen Industrien zu beraten. Und sie bestellten hochwertige Maschinen und Anlagen aus Deutschland, ihre heimische Produktion zu modernisieren. Deutschlands Einfluss verbreitet sich weltweit. Nicht durch Großreden, sondern durch die handfesten Produkte und die überlegenen Methoden, die es entwickelt. Ein interessenter Punkt, der oft übersehen wird, ist, dass dieses wissenschaftliche Denken nicht nur im Labor blieb. Es durchdrang nach und nach das Gesamtdeutsche Leben. In Familien wurden Kinder ermutigt, Fragen zu stellen, anstatt nur passiv zu zuhören und auswendig zu lernen. In den Fabriken wurden Arbeiter darin geschult, die Funktionsweise der Maschinen wirklich zu verstehen, anstatt nur blind Anweisungen zu befolgen. Und in der Politik basierten wichtigen Entscheidungen zu nehmen auf Daten, Forschung und langfristigen Analysen statt auf kurzfristigen Lohnen. Deutschland entwickelt sich langsam zu einem Land, in dem Wissenschaft mehr als nur ein Begriff war. Sie wird zu einer Lebensweise. Und dies Lebensweise prägt die Kultur, rational, sorgfältig, besinnen und mit einem tiefen Respekt für Fakten und Wissen. Gegen Ende dieser Aufstiegsphase entstand ein Phänomen, das viele Forscher als den deutschen Spillover-Effekt bezeichnen. Die Innovationen aus Deutschland trugen nicht nur zur eigenen Entwicklung bei, sondern beflügelten den Fortschritt in vielen anderen Ländern. Deutsche Maschinen ermöglichten präzise Produktionslinien auf der ganzen Welt. Deutsch wissenschaftlich Verfahren halfen anderen Nationen, besser Bildungs- und Forschungssystem aufzubauen. Und die deutsche Philosophie der Qualität trug maßgeblich zur Standardisierung der internationalen Industrie bei. Die Welt begann sich zu verändern. Und ein großer Teil dieser Veränderung ging auf die schrittweisen, aber tiefgreifenden Entwicklungen in Deutschland zurück. Ein Land, das bewiesen hat, das Wissen, Präzision und Zusammenarbeit die stärksten Werkzeuge sind, nicht nur sich selbst, sondern die ganze Welt voranzubringen. Im nächsten Teil unserer Serie werden wir sehen, wie dies Grundlagen Deutschland ermöglichten, eine veränderende Rolle in der globalen Wirtschaft und Politik zu übernehmen, und wie sich die deutsche Kultur dadurch für immer verändert. Bleiben Sie drin, abonnieren Sie unseren Kanal und verpassen Sie nicht das nächste Kapitel dieser Faszinierenden Geschichte. Vielen Dank fürs Zuschauen.